Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Zielblick. Herzlich willkommen hier aus Bodrum an der türkischen Ägäis. Ich bin hier angekommen gerade im Magic Life Bodrum, ein Adults-Only Hotel. Und das stelle ich euch in diesem Video einmal vor. Also kommt mal mit, auf geht's ins Hotel. Ich bin hier gerade vom Flughafen mit einem privat gebuchten Transfer hingefahren. Die Fahrzeit, das waren so circa 40 Minuten, war aber eine sehr schöne Fahrt, auch entlang an der Küste. Und jetzt bin ich hier direkt am Eingangsbereich abgesetzt worden. Und den sehen wir schon mal hier. Hier sind auch gerade tatsächlich schon die nächsten Gäste angekommen. Und wir gehen einmal rein. Magic Life, das ist eine Hotelmarke der TUI. Und das sieht man hier auch direkt, das TUI-Logo begrüßt uns hier auch schon. Und hier gehen wir einmal direkt rein in den Eingangs- bzw. Lobbybereich. Das Ganze hier schon sehr offen und freundlich gestaltet. Und hier auf der rechten Seite, da befindet sich dann auch schon direkt unübersehbar die Rezeption. Hier wurde ich auch gerade begrüßt, mein Gepäck wurde mir abgenommen und ich habe auch ein Begrüßungsgetränk bekommen. Und direkt hier an die Rezeption angrenzend befindet sich die Wunderbar und Coffee House. Also auf jeden Fall schon mal eine Bar, wo man sich auch sicherlich den ein oder anderen Drink hier holen kann. Übrigens ist dieses Hotel Türkei-typisch auch ein All-Inclusive-Hotel. Das heißt, hier ist alles inbegriffen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen sowie natürlich die Getränke. Jetzt schauen wir uns hier mal den Außenbereich von der Wunderbar, sehr deutscher Name, an. Und hier geht es einmal direkt raus und ihr seht schon diverse Sitzmöglichkeiten hier und das Ganze auch mit einer tollen Aussicht in Richtung Meer und Palmen. Also hier kann man sicherlich gut auch mal sitzen und das ein oder andere Getränk trinken. Und wenn ich hier weiter durch den Außenbereich gehe, nur wie gesagt hinter der Rezeption direkt gelegen, dann habe ich schon mal eine richtig tolle Aussicht auf die weiteren Aktivitätsbereiche hier. Wir sehen hier unten nämlich schon einmal einen der Pools und da hinten auch nochmal der richtig schöne Ausblick zum Meer. Und jetzt geht es einmal in Richtung Zimmer, denn das ist ja somit das Wichtigste bei so einem Hotelaufenthalt. Ich wurde gerade mit einem Golfcar hier zu meinem Zimmer gebracht. Das Hotel hat wirklich eine riesige Anlage, zeige ich euch später nochmal. Jetzt schauen wir uns aber erstmal mein Zimmer hier an. Und zwar habe ich hier das Zimmer 6158 bekommen und da gehen wir einmal gemeinsam rein. Und ihr seht schon, okay, ich komme direkt, wenn ich nach rechts gucke, ins Schlafzimmer bzw. den Schlafbereich. Und hier ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Bett. Das sieht sehr bequem aus. Und wir haben hier auf der linken Seite noch einen Schreibtisch sowie rechts daneben noch einen weiteren Schrank. Und der Fernseher, der ist hier tatsächlich in den Spiegel integriert. Dann haben wir hier vorne einmal den Flurbereich direkt im Eingang. Und da haben wir einmal hier so ein bisschen Kaffee und weitere Sachen. Und hier unten auch eine Minibar, die ist hier übrigens auch inbegriffen. Und da sind auch noch ein paar Drinks inklusive. Und weiter geht's hier ins Badezimmer und wir sehen schon, Waschbecken haben wir. Wir haben einmal die Toilette und wir haben hier auch eine begehbare Dusche. Die kann man auch als Regendusche nutzen. Ursprünglich habe ich hier wirklich die geringste, kleinste Zimmerkategorie gebucht. Ich habe jetzt ein Upgrade bekommen. Das Hotel ist tatsächlich auch gerade noch nicht voll ausgebucht. Und dementsprechend habe ich auch einen Meerblick hier in diesem Zimmer und auch einen kleinen Balkon. Und zwar geht es hier einmal raus und da stehen auf jeden Fall schon mal Stühle und ein Tisch parat. Und das ist meine Aussicht hier. Also ihr könnt da hinten auf jeden Fall das Meer sehen und hier auch direkt vor meinem Zimmer Palmen. Also der erste Eindruck hier vom Zimmer, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich bin gespannt, wie ich hier nachher schlafe, aber das Bett sieht in jedem Fall richtig bequem aus. Aber jetzt bin ich doch neugierig gewesen, testen wir das Ganze nochmal. Und ja, also sehr angenehme Matratze, hier liegen ein paar Kissen bereit, auch so ein bisschen weicher und härter. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine erholsame Nacht hier.
Jetzt haben wir hier schon den Eingangsbereich, die Rezeption, diese Wunderbar gesehen. Wir haben uns das Zimmer schon angeschaut. Zur Orientierung gab es hier übrigens auch beim Check-in so einen Plan. Das Ganze hier ist in verschiedenen Gebäudeblöcken aufgebaut und man hat hier teilweise auch den ein oder anderen Fußweg zurückzulegen. Wie gesagt, dafür gibt es diese Golfcars hier, die euch hier herumfahren. Aber man kann das Ganze hier auch für einen tollen Spaziergang über das Gelände nutzen. Das Gelände, das zeige ich euch natürlich auch nochmal mit der Drohne. Zudem gibt es hier auch einige Informationen zu den Essenszeiten. Und zwar gibt es hier in jedem Fall ein Hauptrestaurant. Das ist auch unten im Hauptgebäude. Das Restaurant Magico. Da gibt es das Frühstück, das Spätfrühstück und das Abendessen. Das Mittagessen, das wird hier am Strand im sogenannten Beach-Restaurant angeboten. Und es gibt hier auch noch eben die Wunderbar, die habe ich euch ja schon gezeigt. Die hat übrigens auch 24 Stunden auf. Darüber hinaus wird hier auch empfohlen, die Magic Life App zu installieren. Denn da gibt es dann auch noch mal Informationen zu den ganzen Unterhaltungsangeboten hier, wie zum Beispiel Shows oder auch dem ganzen Freizeit-Entertainment wie Animationen, Sportaktivitäten und so weiter. Kümmern wir uns jetzt einmal um die Gastronomie hier. Wir schauen uns das Abendessen hier im Hauptrestaurant an. Das ist hier wirklich sehr, sehr weiträumig aufgebaut. Also man findet hier in jedem Fall einen Platz, auch zur sogenannten Peakzeit. Und es gibt hier einen Innenbereich und einen Außenbereich. Im Außenbereich, da kann man eben schön draußen sitzen, da ist Rauchen auch erlaubt. Und da gibt es abends auch etwas Live-Musik. Vom Essen her ist das Ganze so, dass es hier immer abends ein bestimmtes Motto gibt, was dann eben eine regionale Küche darstellt. Heute Abend ist das beispielsweise die asiatische Küche. Aber es gibt ansonsten auch viele, viele internationale Speisen. Und das Schöne ist, es wird hier auch auf die türkische Küche, also auf die Regionalität Wert gelegt. Dafür gibt es hier auch nochmal einen gesonderten Bereich. Das Ganze ist hier in verschiedenen Buffetstationen organisiert. Es gibt dann einen Bereich, da gibt es auch Live-Cooking. Das heißt, da wird das Essen auch direkt vor euren Augen frisch zubereitet. Zum Beispiel diverse Fleischgerichte oder Fisch. Und dann gibt es noch andere Bereiche, da ist das dann eben alles schon vorhanden. Ihr könnt es euch dann nehmen und da gibt es dann eine riesige Auswahl. Also Salate als Vorspeise, diverse türkische Vorspeisegerichte, sogenannte Meze. Es gibt aber ebenso auch weitere kalte Gerichte, weitere warme Gerichte, die hier bereitgestellt werden. Und natürlich gibt es auch Desserts und da auch alles sehr international gehalten, aber auch immer wieder mit dem türkischen Touch. Da es sich, wie gesagt, um das typisch türkische All-Inclusive-Konzept hier handelt, sind natürlich auch die Getränke inklusive. Die werden euch hier im Hauptrestaurant von den Kellnern direkt zum Tisch gebracht. Und ich habe mir jetzt einmal einen Weißwein bestellt. Prost! Also zusammengefasst, das Abendessen hier ist wirklich ein Hingucker. Gefällt mir richtig, richtig gut, dieses Konzept hier mit den verschiedenen Buffetstationen, mit der wirklich großen Auswahl von den Speisen. Und der Service hier, erster Eindruck beim Abendessen auch richtig, richtig gut. Die Kellner hier sehr aufmerksam. Wenn man was bestellt, dann kommt das auch sofort. Und bei den Desserts gibt es übrigens auch so leckere schokolierte bzw. karamellisierte Erdbeeren. Guten Appetit. Was ist wichtig für den guten Start in den Tag? Natürlich das Frühstück. Für mich auch einer der wichtigsten Bestandteile eines Aufenthaltes im Hotel. Und das schauen wir uns jetzt an. Das wird hier natürlich auch im Hauptrestaurant Magico angeboten. Ich habe mich jetzt hier mal in den Außenbereich gesetzt. Also richtig schön, alles überdacht. Auch bei jedem Wetter nutzbar. Und mein absolutes Highlight, das Frühstück. Das bieten sie hier im Magic Life bis um 11 Uhr an. Also perfekt für alle, die, so wie ich, auch gerne mal etwas länger schlafen. Vom Aufbau her ist das Ganze ähnlich wie beim Abendessen. Das heißt, es gibt hier auch verschiedene Kochstationen. Da werden euch dann auch Gerichte direkt frisch zubereitet, wie zum Beispiel Eiergerichte oder auch noch andere warme Speisen. Ansonsten ist die Auswahl hier aber auch wieder zum einen auf die türkischen lokalen Spezialitäten konzentriert, aber eben natürlich auch sehr international. Und ich habe gerade mal geschaut, ich finde hier wirklich alles, was ich mir nur so vorstellen kann. Also vom Pancake über den Lachs bis hin zum Chia-Pudding, diverse Müslis, eine riesige Auswahl an Brotsorten, verschiedene Aufstriche, Käse, also wirklich ein wahnsinnig großes Angebot, das mich zugegebenermaßen gerade auch wirklich beeindruckt hat hier zum Frühstück. Getränke, also Heißgetränke bzw. Kaltgetränke, gibt es hier natürlich wieder am Tisch vom Kellner. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig gut, richtig lecker und vor allem satt in den Tag gestartet. Und All-Inclusive heißt hier auch All-Inclusive. Das ist nicht irgendein Halbpensionskonzept, wo es dann kein Mittagessen gibt, sondern das Mittagessen wird hier auch zwischen 12 und 16 Uhr angeboten. Und zwar hier im Beach-Restaurant. Wie der Name schon sagt, es liegt direkt am Strand.
Und was euch da zur Mittagszeit erwartet, das schauen wir uns jetzt mal an. Und im Beach-Restaurant hier vom Magic Life erwartet euch zunächst auch wieder ein Innenbereich mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten, viele Tische und auch ein Außenbereich, in dem ich jetzt auch sitze. Und der bietet eine direkte Aussicht zum Strand und natürlich auch zum Meer. Von der Location her richtig schön gemacht hier. Vom Essen her ist das ja auch wieder ein Mix aus Buffet und verschiedenen Stationen, wo live gekocht wird. Also zum einen im Innenbereich ein Buffet mit Desserts, aber auch mit Salat und Ähnlichem. Hier draußen gibt es dann auch noch weitere Speisen. Das Ganze auch wieder ein Mix aus internationalem Angebot, aber auch die türkische Küche, die wird hier mit berücksichtigt. Ihr seht also, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen seid ihr hier in jedem Fall voll versorgt. Habt immer ein Restaurant, das ihr öffentlich und ohne vorherige Reservierung und natürlich auch kostenfrei nutzen könnt. Also zum Frühstück bzw. zum Abendessen das Magico-Restaurant und zum Mittagessen das Beach-Restaurant. Darüber hinaus gibt es hier aber auch noch sogenannte Spezialitätenrestaurants bzw. à la carte Restaurants, die eine Reservierung erfordern. Bei den Spezialitätenrestaurants, da steht euch hier unter anderem ein indisches und ein türkisches Restaurant zur Verfügung. Da ist einmal pro Woche die Reservierung, also die Nutzung, kostenfrei. Und darüber hinaus werden hier auch noch Epic Dining Restaurants angeboten. Da ist dann immer ein bestimmtes Motto pro Abend in diesem Restaurant, was da an Essen angeboten wird. Hier ist die Nutzung allerdings generell kostenpflichtig. Und das Essensprogramm sowie die zur Verfügung stehenden Epic Dining bzw. Spezialitätenrestaurants, auch die könnt ihr hier über die Magic Life App einsehen und entsprechend auch reservieren. Und für den kleinen Snack zwischen dem Mittagessen und dem Abendessen stehen euch hier nachmittags auch noch zwei weitere Optionen zur Verfügung. Zum einen eine Patisserie im Hauptgebäude sowie eine Eisdiele hier im Außenbereich. Und natürlich verdurstet ihr hier im Hotel auch nicht. Es gibt ja diverse Bars, unter anderem eine Beachbar direkt am Strand. Dann gibt es eine Poolbar, es gibt eine Aquabar und natürlich die Wunderbar, die sich auch direkt an die Rezeption angrenzend befindet. Achtet aber auf eine Sache, es gibt hier auch eine sogenannte Premium-Bar-Karte. Das heißt, einige Getränke, die sind hier kostenpflichtig. Im kostenlosen Angebot, da sind aber alle gängigen Getränke alkoholisch und nicht alkoholisch enthalten, also auch diverse Cocktails und diverse Hausweine. Hier drin gibt es aber noch mal ein paar Longdrinks und auch besondere Weine, die eben extra bezahlt werden müssen. Im Bereich der höher gelegenen Gebäudeteile gibt es hier auch ein Sportangebot. Sport darf auf Reisen bei mir zumindest nicht fehlen. Wir haben hier zum einen eine Mountainbike-Station, denn das Hotel bietet auch in der schönen bergigen Gegend hier rund um Bodrum Mountainbike-Touren an. Die kann man dann buchen, unter anderem über die Magic Life App. Und direkt gegenüber von der Mountainbike-Station befindet sich auch schon das Fitnessstudio. Das ist auch unübersehbar und scheint auch einen Mehrblick zu haben. Gym steht schon mal dran. Es gibt hier auf jeden Fall einen Cardio-Bereich und Krafttraining. Das kann man hier auch machen. Da steht auch einiges bereit, unter anderem auch ein Freihandelbereich. So, und das Schöne an dem Cardio-Bereich hier ist, dass er direkt in Richtung Meerseite zeigt. Also ihr könnt hier Sport machen und euren Ausblick genießen. Und direkt neben dem Fitnessstudio hier befindet sich jetzt auch schon der Wellnessbereich. Hier gibt es schon mal ein bisschen Sitzbereiche. Und hier geht es einmal hinein in den Wellnessbereich. Und der Wellnessbereich hier, der ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Und hier könnt ihr euch zum Beispiel eine Massage oder auch noch weitere kosmetische Behandlungen und Ähnliches buchen. Darüber hinaus bietet das Hotel aber auch noch weitere sportliche Aktivitäten an, wie zum Beispiel Bogenschießen, Fußball, Beachvolleyball oder auch Wasserball. Das alles habe ich mir hier gerade angeschaut in der Magic Life App. Da kann man sich das nämlich für jeden Tag direkt ansehen, zu welcher Uhrzeit es stattfindet, wo ihr hingehen müsst und mögliche Zusatzservices, die Geld kosten, beziehungsweise Leistungen, die könnt ihr hier auch alle drin finden. Wie es sich für so ein typisches Ferienhotel gehört, gibt es hier natürlich auch ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Und hier gibt es auch teilweise Veranstaltungen im Außenbereich. Heute Abend zum Beispiel eine White Party. Jetzt habe ich natürlich genau die falsche Kleidung dafür an. Wir schauen es uns trotzdem einmal an. Katzen genießen in der türkischen Kultur einen hohen Stellenwert und deswegen gibt es hier auch ein eigenes Cats House
Da werden die Katzen verpflegt mit Essen. Man stellt ihnen auch ein kleines Häuschen zur Verfügung. Und scheint so, als würde es den tierischen Freunden hier auf jeden Fall auch wirklich gut gehen. Jetzt habe ich euch schon so viel mit dem Meerblick hier gezeigt. Also Zeit, definitiv auch mal ins Meer oder auch in einen der Pools hier zu gehen. Ich habe meine Badehose und meine Unterwasserkamera auf jeden Fall bereit. Was fehlt, ist noch ein Handtuch. Das holen wir uns jetzt erstmal und dann geht's ab an den Pool und an den Strand. Für Handtücher gibt es hier eine eigene Station. Dafür braucht ihr auf jeden Fall eine Handtuchkarte, die bekommt ihr beim Check-in. Und dann könnt ihr euch hier direkt am Meer bzw. zwischen den beiden Pools gelegen ein Handtuch abholen. Starten wir hier einmal mit dem Hauptpool. Er ist direkt angrenzend an das Hauptgebäude und zudem gibt es hier auch die Poolbar. Die habe ich euch schon im gastronomischen Teil dieses Videos gezeigt. Weiterhin gibt es hier ganz, ganz viele Liegen, Sitzmöglichkeiten. Hier legt auch zwischendurch ein DJ auf, beziehungsweise es ist so eine kleine Radiostation hier und der Pool selber sehr, sehr schön, groß auf jeden Fall. Also da kann man definitiv die ein oder andere Bahn drin schwimmen. Das ist aber nicht alles an Pools hier, denn es gibt hier auch noch einen zweiten Pool und das soll sogar ein Infinity Pool sein, direkt an der Beachbar gelegen. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und das ist hier wirklich richtiges Infinity-Feeling, denn ihr fühlt euch wirklich, als würdet ihr im Meer schwimmen, nur ein paar Meter höher als das eigentliche Meer. Direkte Aussicht auf die Küste, aufs Meer, auf die dahinterliegende Landschaft und hier natürlich auch Liegen, Sitzmöglichkeiten, die Bar nebenan, kann man also auch machen. Seid ihr eigentlich eher Typ Pool oder eher Typ Strand? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich persönlich mag das Meer lieber als den Pool, deswegen ist unsere nächste Station jetzt hier der Strandbereich. Und der ist hier ganz schön lang im Verhältnis. Er beginnt auf Höhe des Infinity Pools. Da habt ihr zunächst eine Station, wo ihr euch für Wassersportarten diverse Gerätschaften kostenpflichtig ausleihen könnt. Dann gibt es eine kleine Ecke, einen überdachten Sitzbereich mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten. Und dann gibt es auch noch einen Steg, der ein Stückchen ins Wasser geht. Auch darauf Sitzmöglichkeiten. Und wenn ihr dann weiter hier entlang der Küste bzw. der Hotelanlage zu diesem Punkt geht, wo ich jetzt stehe, dann habt ihr ganz, ganz viele Liegen. Es gibt Umkleidekabinen, es gibt Duschen. Es gibt natürlich auch nebenan immer wieder die gastronomischen Anlagen, wie zum Beispiel die Bar bzw. das Beach-Restaurant. Und zudem gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Daybeds zu mieten. Das sind dann so kleine überdachte Betten am Strand direkt gelegen. Da habt ihr dann noch eine Minibar bzw. was zu essen inklusive. Ist aber wie gesagt kostenpflichtig und muss reserviert werden. Und generell ist dieser Strand hier übrigens typisch für die Ägäis ein Sandstrand. Das war er, mein Aufenthalt hier im Magic Life Bodrum. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet einen guten Eindruck hier von dem Hotel gewinnen. Natürlich für euch nochmal die wichtigste Information, die ihr sicherlich auch herbeigesehnt habt. Und das ist das Thema Preise. Ich habe hier in diesem Hotel zum Anfang der Saison im Mai pro Nacht ca. 115 € bezahlt. Das heißt für 2 Nächte 230 €. Und das hat sich definitiv vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier gelohnt. Wir haben hier ein typisches All-Inclusive-Hotel in der Türkei. Alles ist inkludiert. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Dazu gibt es noch zusätzliche gastronomische Services, wie zum Beispiel hier die Patisserie oder die Eisdiele, also auch noch zwischendurch was. Es gibt alle Getränke grundsätzlich inklusive, nicht alkoholische und alkoholische Getränke. Bei den alkoholischen Getränken, da können Zusatzkosten entstehen, wenn es jetzt wirklich spezielle Weinsorten oder auch der ein oder andere etwas hochwertigere Longdrink ist, aber ansonsten ist alles hier komplett inkludiert. Mein persönlicher Eindruck einmal zusammengefasst, Preis-Leistungs-Verhältnis hat für mich hier gestimmt. In der Sommersaison bzw. im Hochsommer ist es natürlich etwas teurer, aber auch da von den Preisen, die ich gesehen habe, ist das für die Ecke Bodrum soweit in Ordnung. Ich habe hier einen wirklich schönen Aufenthalt erleben können. Es gibt ja verschiedene Aktivitäten, es gibt natürlich den Strand, es gibt die Poolbereiche. Vom Service her hat das auch soweit gepasst. Zimmer bzw. Hotelanlage generell ist schon etwas älter, wurde zwar erkennbar renoviert, aber man sieht, es ist nicht mehr das jüngste Gebäude. Zudem solltet ihr berücksichtigen, dass ihr in diesem Hotel häufig auch längere Strecken zurückzulegen habt, gerade wenn ihr ein Zimmer in den höheren Gebäudeteilen habt, so wie ich es hier habe. Aber ansonsten passt das hier auf jeden Fall, kann mit auf eure Bucketlist,
wenn ihr mal einen Urlaub an der türkischen Ägäis bzw. hier in der Region Bodrum in Erwägung zieht, dann macht ihr hier im Magic Life definitiv nichts falsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier einmal mitzukommen. Wie immer gerne teilen, liken und kommentieren. Und noch ein Tipp für euch auf diesem Kanal. Da findet ihr unter anderem auch viele Flugreports von den Airlines, die euch auch hier in die Türkei fliegen. Ihr findet hier auch den ein oder anderen Guide, was man hier so machen kann vor Ort, unter anderem auch in Bodrum. Also spätestens jetzt den Abo-Button drücken, die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischen Gate und Ziel. Schöne Grüße aus der Sonne.